Wir sprechen heute über SD-WAN. Für mich ist dieses Technologiesegment relativ schwer zu greifen. Deswegen richten wir uns heute an alle, denen es genauso geht wie mir, und wollen dieses Thema für Sie kompakt aufbereiten. Ziel ist es, dass ich und Sie am Ende in der Lage sind, in Ihren eigenen Worten zusammenzufassen, worum es bei SD-WAN überhaupt geht. Sascha, schaffen wir das? Dennis, Challenge accepted. Okay, dann lass uns reinstarten. Vielleicht sollten wir zu Beginn den Begriff ein bisschen eingrenzen. Gibt es sowas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner unter SD-WAN-Lösungen? Also worum geht es im Wesentlichen? Im Wesentlichen geht es im Prinzip um Anwendungen. Anwendungen, die wir sichtbar machen wollen, das Ganze standortübergreifend, weil das ist letztlich die Basis für Optimierung und Priorisierung. Standortübergreifend. Mit Extrem auch in Echtzeit möglich. Also Transparenz als Basis für Optimierung und Priorisierung von Applikationen. Korrekt. Das klingt einleuchtend. Gibt es sowas wie vordergründige Motivgründe, wenn es um die Investition in eine SD-WAN-Lösung geht, aus deiner Erfahrung? Klar, aus meiner Sicht haben wir da ganz klar die Hochverfügbarkeit, die wir herstellen wollen. Sicherheit ist immer ein Thema, was uns begleitet. Und natürlich die Wirtschaftlichkeit auch eines Systems. Ja, interessant. Sascha, lass uns die von dir genannten Motivgründe doch mal genauer beleuchten. Starten wir doch mit der Hochverfügbarkeit. Welchen Beitrag kann eine SD-WAN-Lösung aus deiner Perspektive zum Motivgrund Hochverfügbarkeit leisten? Zunächst schützen wir unsere businesskritischen Anwendungen vor jeglichem anderen Datenverkehr, den wir in den Hintergrund drücken. Ein großer Faktor. Dann zum Weiteren, wir haben Einfluss auf die Wegewahl. Haben wir mehrere Leitungen zur Verfügung, können wir diese nutzen und wir können diese auch natürlich bündeln. Das macht total Sinn. Also ich mache die Applikation hochverfügbar. Wie sieht es mit dem Punkt Sicherheit aus? Sicherheit, ein großes Thema. In unseren Fällen ist es so, wir können Shadow IT aufdecken und auch entsprechend begrenzen oder eingrenzen. Und wir haben natürlich das Thema, wenn irgendwo Outbreaks geschehen, dass wir dort sehr schnell eingreifen können. Aufgrund der Transparenz, die wir eingebracht haben. Okay, den Punkt Sicherheit habe ich verstanden. Wie sieht es mit der Wirtschaftlichkeit aus? Zum Punkt Wirtschaftlichkeit ist es natürlich so, dadurch, dass wir unsere businesskritischen Anwendungen schützen, erhöhen wir die Produktivität im Unternehmen. Zum einen. Zum zweiten, wir entlasten das Helpdesk. Dadurch, dass das ganze System runterläuft. Und zuletzt ist es natürlich so, wir können unter Umständen teure MPLS-Leitungen gegen günstigere Internetleitungen austauschen. Bedeutet, ich kann so die Bandbreite, die mir zur Verfügung steht, sinnvoller nutzen und damit wirtschaftlicher sein. Richtig. Wir haben jetzt über Theorie gesprochen. Lass uns in die Praxis eintauchen. Kannst du mir ein ganz konkretes Kundenbeispiel nennen und mir eine Problemstellung schildern, die mit dem Rollout von einer SD-WAN-Lösung behoben wurde? Da habe ich ein ganz gutes Beispiel für dich aus der Vergangenheit. Da handelt es sich um eine große internationale Fastfood-Kette. Und die hatten das Problem, dass die Abwicklung des Zahlungsverkehrs zeitweilig gestört war. Es wurde ein POC gestartet, ein Proof of Concept, exemplarisch mit ein paar Standorten. Und dort wurde die Sichtbarkeit in das Netz gebracht, die Transparenz. Und diese wiederum hat dann zutage gebracht, dass das Public Wi-Fi letztlich die Störungsursache war. Okay. Wenn ich das richtig verstehe, haben dann Gäste zum Beispiel Social Media genutzt und damit den Zahlungsverkehr lahmgelegt. Korrekt. Wie wurde das Problem gelöst? Das Problem wurde dahingehend gelöst, dass die Anwendung für den Zahlungsverkehr als businesskritische Anwendung eingestuft wurde, was vorher eben nicht der Fall war. Und dadurch konnte das Problem dann behoben werden. Es wurde dem Kunden ein skaliertes Angebot vorgelegt. Und durch die Einführung der Extrem-SD-WAN-Lösung konnte das Problem dann auch standortübergreifend behoben werden. Okay, danke Sascha. Wir hatten zu Anfangs erwähnt, dass es die Challenge ist, mich in die Lage zu versetzen, in meinen eigenen Worten zusammenzufassen, was ist SD-WAN. Lass uns den Test starten. Bei SD-WAN geht es darum, Applikationen sichtbar zu machen. Diese Applikationssichtbarkeit ist dann die Basis, um die Application Performance zu optimieren und Applikationen zu priorisieren. Ist das korrekt so? Ja, richtig, Dennis. Okay. Die vordergründigen Motivgründe
bei der Investition in eine SD-WAN-Lösung sind Sicherheit, Hochverfügbarkeit und eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. Korrekt. Also Challenge bestanden. Ich glaube, du hast es kapiert. Sehr gut. Okay, super. Dann bleibt eigentlich nur abschließend zu sagen, wenn wir jetzt Interesse bei Ihnen geweckt haben oder Sie mit uns in den Austausch gehen wollen, freuen wir uns, wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen. Wir haben in dieser Konstellation wirklich die Möglichkeit, Sie zu unterstützen. Egal, ob es jetzt um konkrete Projektanfragen geht oder um ganz generelle Anliegen rund um den Hersteller Extreme Networks oder das eben besprochene Themenfeld SD-WAN. Sascha, hast du noch etwas hinzuzufügen? Ja, wir als Casatel verfügen über mehr als 10 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet SD-WAN und mit dem Hersteller Extreme Networks. Wir führen POCs, Proof of Concept, Implementierung durch und bieten auch die entsprechenden Services für den Betrieb an. Das direkt unseren Kunden als auch unseren Kooperationspartnern. Rufen Sie uns gerne einfach an.